Heute sprechen wir darüber, was mich ein kompletter Monat in Polen kostet. Das und vieles mehr gleich nach dem Intro. An dieser Stelle auch nochmal hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich stelle mich mal einmal ganz kurz vor, falls du mir heute zum ersten Mal zuschaust. Mein Name ist Christoph und ich bin vor einiger Zeit von Deutschland nach Polen ausgewandert. Auf meinem Kanal dreht sich alles rund um das Thema Polen. Mal zeige ich einen Reisebericht, mache Vergleiche auch zwischen Polen und Deutschland oder so wie jetzt spreche ich einfach mal darüber, was so ein Leben in Polen kostet. Falls dich solche Themen interessieren oder du vielleicht auch einfach nur ein bisschen Unterhaltung suchst, würde es mich wirklich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst und auch sofort die Glocke aktivierst. Damit würdest du auch meine Arbeit sehr unterstützen. Vielen lieben Dank dafür. Bevor wir jetzt zum Hauptthema kommen, möchte ich noch vorher so 1, 2, 3 kleine Sachen vorab sagen, denn es ist nicht das erste Mal, dass ich ein Video zum Thema Preise in Polen mache oder wie die Lebenshaltungskosten hier in Polen sind. Und dann kommt es auch mal vor, dass dann Leute Kommentare schreiben wie, ach, das ist aber ja günstig in Polen oder ach, in Deutschland ist das ja teurer. Ja, das ist auch in der Tat wirklich so, dass viele Produkte in Deutschland teurer sind, nicht alles, aber das ein oder andere. Ihr müsst aber verstehen, dass ich persönlich hier in Polen lebe und auch arbeite. Das heißt, ich arbeite unter polnischen Verhältnissen, nach dem polnischen Kodex Pracy, was in Deutsch das Arbeitsschutzgesetz wäre. Ich kriege hier einen polnischen Lohn und so weiter und so fort. Nur um vielleicht mal so ein ganz grobes Beispiel zu nennen. Zum Beispiel, wenn der Sprit hier in Polen umgerechnet, also jetzt das E10 zum Beispiel, 1,40 € kostet und in Deutschland 1,70 €, ist das in Relation gerechnet immer noch in Polen teurer wie in Deutschland, denn man muss ja auch sagen, dass man eigentlich in den meisten Branchen in Deutschland doppelt so viel verdient. Wenn der Sprit in Deutschland 1,70 € kostet und die Menschen in Deutschland ungefähr doppelt so viel verdienen, müsste dann ja eigentlich der Sprit in Polen so circa 85 Cent kosten, also jetzt umgerechnet auf den Euro, was aber nicht der Fall ist. Das gleiche ist auch zum Beispiel, wenn wir auf dritte Weltländer schauen. Es gibt ja wirklich Länder wie, ich glaube, Afghanistan oder so, da kostet der Sprit pro Liter, ich weiß nicht, wirklich paar Cent. Man muss aber auch sagen, die haben aber ein Jahresgehalt von circa $500. Ne? Also da seht ihr das auch, der Sprit ist verdammt günstig, aber die Menschen, die haben auch kaum Geld zum Leben. Also nur so eine Information vorab, damit es hier auch keine Missverständnisse gibt. Genug jetzt um den heißen Brei gesprochen. Ich zeige euch jetzt meine Kosten für den Monat Oktober 2024. Ich glaube, ich habe auch letztes Jahr für den Monat September 2023 auch sowas in der Art gemacht, wo ich einfach mal meine ganzen Kosten für den ganzen Monat September aufgelistet habe. Ich gucke mal, dass ich euch das Video später unten in den Kommentaren hinterlasse, dann habt ihr es auch wesentlich leichter es zu finden. Ich gucke immer hin und wieder zum Computer rüber, da ich hier meine Liste habe mit den ganzen Preisen, da ich mir auch nicht natürlich alles merken kann. Und ich habe das jetzt einfach mal so ein bisschen unterteilt, die Kosten. Einmal in Wohnungskosten, dann haben wir einmal so Lebensmittelkosten, was wir so im Monat zum Leben brauchen. Und dann haben wir noch, ich habe das jetzt einfach mal unter Sonderkosten oder zusätzliche Kosten unterteilt. Und dann haben wir auch noch einmal zusätzliche Kosten für das Kind. Die Preise werde ich in Zloty nennen, aber ihr werdet hier irgendwo im Video auch den Europreis zu sehen kriegen. Ich rechne immer 1 Euro gleich 4,30 Zloty, weil das so ungefähr derzeit der Euro-Zloty-Kurs ist. Fangen wir auch einfach mal so an. Ich muss vorher sagen, wir sind eine dreiköpfige Familie, sprich ich, meine Frau und unsere kleine Tochter. Ja, wenn es um Lebensmittel geht, haben wir hier Kosten, also jetzt nur fürs normale Einkaufen von circa 1722 Zloty und 24 Groschen. Da sind so Einkäufe drin, wie zum Beispiel der Einkauf beim Lidl, der Einkauf beim Biedronka. Man muss sagen, wir kaufen sehr viel Obst und Gemüse auf dem Markt. Jetzt werden die
Tage etwas kälter. Das heißt, es ist auch weniger Ware auf dem Markt, oder auf dem Gemüsemarkt ist das jetzt mittlerweile auch sehr oft, dass die, muss man sagen, auch einfach selber vom Händler irgendetwas kaufen aus dem Ausland und das dann auf dem Markt verkaufen. Deswegen ist das jetzt auch wirklich so, dass wir auch ein bisschen mehr Obst und Gemüse auch schon in den Supermärkten kaufen. Normalerweise machen wir das aber auf dem Markt. Aber trotzdem waren wir auf dem Markt und da haben wir im Monat Oktober 250 Zloty gelassen. Der Bäcker für den ganzen Monat hat mich jetzt hier 66 Zloty 47 gekostet. Und auch beim Metzger waren wir im ganzen Monat Oktober, da haben wir 230 Zloty und 81 Cent gelassen. Und das, was ich und meine Frau uns auch öfters gönnen, ist, wir gehen zu einem speziellen Bauern, zu einem, ja, ich nenne das jetzt einfach mal Ziegenbauern oder Ziegenzüchter, könnt ihr nennen, wie ihr wollt. Er verkauft selber Ziegenkäse und auch Ziegenmilch. Ja, wir kaufen eigentlich sehr oft dort, also einmal in der Woche fahren wir dort immer hin. Das Tolle bei dem Ziegenhändler oder Ziegenbauern, bleiben wir mal beim Wort Ziegenbauer, weil Ziegenhändler, da kann man sich ja auch vertun und denken, dass er irgendwie mit Ziegen handelt oder irgendwie sowas. Also bleiben wir jetzt mal beim Wort Ziegenbauer. Und das Tolle ist, dass es wirklich alles ja, sehr frisch eigentlich. Man muss auch wirklich morgens Bescheid geben und sagen, so, ich hole mir heute Milch ab, weil er sonst die Milch zu Käse verarbeitet. Das heißt, die Milch, die man im Prinzip an diesem Tag kriegt, wurde auch aus der Ziege gemolken. Die Milch ist auch nicht irgendwie bearbeitet oder sonst irgendetwas. Ja, daher kaufen wir da auch sehr oft Ziegenmilch, unbearbeitete Ziegenmilch, genauso wie auch Ziegenkäse in verschiedener Art und Weise. Und da haben wir auch in diesem Monat 274 Zloty gelassen. Das heißt, also nur für Lebensmittel haben wir im Monat Oktober 2543 Zloty und 52 Cent gelassen. Kommen wir dann jetzt auch mal zu den Sonderkosten oder zusätzliche Kosten. Da habe ich hier so eine Kategorie mir gemacht. Sonderkosten, das waren 213 Zloty 79. Unter den Sonderkosten sind sowas wie, ich weiß nicht, zum Beispiel Parktickets oder hier und da haben wir irgendjemanden mal irgendetwas gekauft. Das habe ich jetzt einfach mal alles da unter diese Kategorie gepackt. Dann waren wir auch im Monat Oktober tanken, sogar sehr, sehr, sehr viel tanken. Im Gegensatz zu anderen Monaten, da haben wir für 371 Zloty und 52 Grosche getankt. Das ist für unsere Verhältnisse wirklich sehr, sehr, sehr viel. Man muss sagen, ich arbeite von zu Hause aus. Das heißt, ich spare mir in dem Sinne die Spritkosten. Ich habe keine Spritkosten. Meine Frau, klar, die muss zur Arbeit fahren. Trotzdem ist 371 Zloty für unsere Verhältnisse wirklich sehr viel. Normalerweise tanken wir im Monat für, ich weiß nicht, vielleicht 100 Zloty oder so, ne? So ungefähr. Und da haben wir auch noch jetzt Kosten für die Apotheke. Und ich denke, das ist auch manchmal so ein Irrglaube, was der ein oder andere vielleicht nicht ganz versteht oder vielleicht auch manche nicht ganz akzeptieren wollen. Aber wir haben hier für Medikamente in diesem Monat 303 Zloty und 88 Grosche bezahlt. Warum zahlen wir so viel für Medikamente? Ja, man muss einfach ganz klar sagen, das Gesundheitssystem in Polen selber ist jetzt nicht das schlechteste, aber wenn ich das jetzt mal persönlich mit Deutschland vergleichen würde, würde ich sagen, dass es mehr Gratis-Medikamente in Deutschland gibt. Man kennt das ja in Deutschland, zumindest war das noch zu meiner Zeit so, als ich in Deutschland gelebt habe, dass man da diese Rezeptgebühr von, ich glaube, es waren ungefähr 5 € bezahlt hat und dann hat man halt die Medikamente gekriegt. Hier in Polen kriegt man auch teilweise Medikamente gratis, aber diese 303 Zloty könnt ihr euch ausrechnen, das ist für eine ganz normale Erkältung von einem Kind jetzt gewesen. Also unsere Tochter, die war krank, die geht ja in die Krabbelgruppe und dann bleibt das natürlich auch nicht aus, dass dann dort Kinder gerade jetzt zu dieser Zeit sehr, sehr, sehr schnell krank werden und das waren jetzt irgendwie nicht irgendwelche speziellen Supermedikamente, das waren ganz normale Medikamente zur Fiebersenkung, dann waren das irgendein Hustensaft, um den Husten zu lösen, um den Schleim zu lösen, die man jetzt eigentlich in Deutschland vermutlich jetzt einfach mal gratis kriegen würde, haben wir jetzt hier in diesem Monat 303 Zloty gelassen und 88 Grosche. Alles zusammen, diese Sonderkosten waren jetzt Kosten von 889 Zloty und 19 Grosche. Ja, ich sag mal so, bis jetzt auf die Medikamentenpreise und die bisschen erhöhten Spritpreise sind wir durchschnittlich jetzt auch ein bisschen günstiger, wenn es jetzt um diese Sonderkosten geht. Also wir haben jetzt eigentlich nicht sehr viel irgendwelche speziellen Sonderkosten. Kommen wir jetzt mal zu den zusätzlichen
restlichen Kosten für das Kind, das heißt Kosten für die Krabbelgruppe, oder in Polen heißt das Żłobek, das ist in Polen ja so unterteilt. Ich denke, in Deutschland wird das genauso sein, dass ein Kind im Prinzip, ich sage jetzt mal von 0 bis 3 in den Żłobek geht, oder in Deutsch wäre das die Krabbelgruppe, und dann von 3 bis 5 in den Kindergarten, und dann, ich glaube, im Alter von 6 geht das in die Vorschule. Ich meine, so wäre das in Polen auf jeden Fall. Ich bin mir da jetzt aber auch wirklich so hundertprozentig sicher. Seid mir da jetzt bitte nicht böse, wenn das jetzt hier nicht alles korrekt ist. Ihr könnt mir das mal vielleicht gerne in den Kommentaren hinterlassen, wie das jetzt wirklich ist. Aber das ist auch jetzt eigentlich unwichtig. Wichtig sind jetzt eigentlich, was so ein Żłobek kostet, sprich die Krabbelgruppe. Und wir haben jetzt im Monat Oktober 2000 Zloty bezahlt. Der Preis ist immer so minimal variabel, denn klar, wenn dein Kind in den Żłobek nicht geht, zahlst du dann auch für den Tag nicht. Genau das gleiche ist dann auch mit dem Essen, dann sinken ja auch die Essenskosten. Aber was ich sagen kann, ist, dass der Żłobek einen Grundpreis hat von ca. 1600 Zloty, und die restlichen 400 Zloty sind dann im Prinzip ja Essensgebühren, nenne ich das jetzt einfach mal. Dafür kann dann dort das Kind Mittag essen und so weiter. Wenn man jetzt sein Kind in einen staatlichen Żłobek gibt, spart man ungefähr die Hälfte. Das müsste wesentlich günstiger sein, so ungefähr um die 1000 Zloty. Hier aber auch Achtung, das kommt jetzt hier auch ganz darauf an, in welcher Region ihr seid und so weiter und so fort. Also da spielen sehr viele Faktoren auch eine Rolle. Wir zahlen jetzt in unserem Fall alles, also Żłobek mit Essen und so weiter, circa 2000 Zloty. Man kann auch noch sowas wie einen Sprachkurs dazu wählen, dass dann das Kind im Kleinkindalter schon eine Fremdsprache lernt. Ich glaube, hier gibt es Englisch, zumindest in dem Bereich Krabbelgruppe, würde ungefähr 160 Zloty im Monat kosten, und das würde dann so aussehen, dass dann eine Englischlehrerin kommt und 20 Minuten in der Woche mit den Kindern auf Englisch irgendwelche Lieder singt oder irgendwie sowas. Also das ist jetzt nicht so, dass dann da irgendwie jetzt gepaukt wird. Fassen wir mal einmal ganz kurz zusammen, was jetzt Lebensmittel, Sonderkosten, wo auch jetzt das Tanken mit drin ist, und ein Żłobek-Platz in Polen kostet. Und da haben wir jetzt nur für den Monat Oktober 5432 Zloty und 71 Groschen bezahlt. Und ich denke, jetzt kommen wir zum spannenden Teil, und zwar zu den ganzen Wohnungskosten und Fixkosten, die alles zu der Wohnung mit dazugehören. Kosten, die ich jetzt auch noch vergessen habe, zusätzliche Kosten, das sind Entertainment-Kosten. Das heißt, wir selber gucken eigentlich weniger Fernsehen. Wir gucken eventuell irgendwie sowas wie Netflix oder Disney Plus oder sonst irgendwie sowas. Das sind eigentlich so mehr so diese Online-Streaming-Dienste, die wir da nutzen. Und da haben wir dann natürlich auch das ein oder andere Paket. Und ich muss sagen, wir haben eigentlich schon sehr, sehr, sehr viele Pakete, denn wir haben zum Beispiel, wir haben Netflix, wir haben HBO, wir haben Amazon Prime mit nochmal einem extra Paket. Dann haben wir auch noch Disney Plus, und ich glaube, dann haben wir auch noch Player. Das ist etwas, was es hier in Polen gibt. Ja, das sind dann Kosten, da sind wir schon bei über 100 Zloty im Monat, also wirklich nur für Entertainment und Online-Streaming-Dienste. Was aber vielleicht auch interessant ist, ist mein Handyvertrag, denn ich zahle im Monat 75 Zloty für meinen Handyvertrag. Dafür habe ich aber unbegrenzt Internet. Also ich kann wirklich 24 Stunden am Tag im Internet surfen, ohne irgendeine Reduzierung oder sonst irgendetwas. Und natürlich habe ich dann auch noch das gratis Telefonieren innerhalb Polen natürlich. Oft auch nach einem Paket gefragt, wo ich dann auch ins Ausland telefonieren kann, zum Beispiel zu meinen Eltern. Und man muss sagen, dass dann dort die Preise schon höher sind. Wenn man jetzt zum Beispiel nach Deutschland telefonieren möchte, ich weiß nicht, dann kostet das 1 Zloty oder 2 Zloty pro Minute. Und manchmal ist das wirklich so, dass ich dann irgendwie eine Stunde oder 2 mit meinen Eltern telefoniere. Das wird sich dann auch gar nicht rentieren. Aber das Gute ist, dadurch, dass ich halt unbegrenzt Internet habe, telefonieren wir dann sehr oft über irgendeinen Messenger zum Beispiel oder über Telegram oder sonst irgendwie sowas. Da gibt es ja die Möglichkeit. Ist nur manchmal problematisch, wenn man gerade in einem Funkloch ist. Aber ansonsten funktioniert das eigentlich wunderbar. Und ja, somit zahle ich dann auch nochmal 75 Zloty für meinen Handyvertrag. Kommen wir jetzt aber auch mal zu den allerspannendsten Teil, und zwar zu den Wohnungspreisen. Und da wird ja auch immer sehr viel erzählt, was jetzt eine Wohnung kostet und so weiter und so fort. Man muss ganz ehrlich eigentlich auch zugeben, dass man
eigentlich so, oder ich sag mal so, es ist sehr schwierig zu sagen, was jetzt eine Wohnung in Polen kostet. Das ist genau das gleiche, als wenn jemand kommt und sagt, ja, was kostet ein Auto? Und mit den Wohnungen ist das ja im Prinzip genau das gleiche. Also man kann immer so ungefähr einen Richtwert nehmen, so plus minus, aber man darf sich jetzt auch nicht so 100% darauf verlassen, denn jede Stadt hat ja seinen eigenen Durchschnittspreis, sage ich mal, hat ja seinen eigenen Wohnungsmarkt, wo auch die Preise dann unterschiedlich sind. Jede Stadt hat dann auch nochmal so seine Gegenden, die etwas schöneren Gegenden, die etwas weniger schöneren Gegenden, wodurch dann auch natürlich der Mietpreis oder auch der Kaufpreis anders ist. Und dann kommt es auch noch darauf an, was für ein Wohnhaus man wohnen möchte. Das heißt, möchte ich in ein Haus wohnen, möchte ich in einen Wohnblock wohnen, wo der Block schon vor 80 Jahren gebaut wurde oder auch erstmal letztes Jahr. Das spielt alles eine Rolle. Das sind sehr, sehr, sehr wichtige Faktoren. Vor kurzem habe ich auch mal ein Video gemacht zu ungefähren Preisen in Polen, beziehungsweise was hier auch eine Wohnung in Łódź kostet. Die packe ich euch auch mal später in den Kommentaren rein. Dann könnt ihr euch das Video sehr, sehr, sehr gerne anschauen. Ich kann euch aber jetzt zumindest mal meine Kosten sagen, was mich hier das ein oder andere kostet. Dann kann ich euch sagen, dass wir hier zum Beispiel eine monatliche Kreditrate von 1703 Zlote haben und 7 Grosche. Man muss sagen, die Kreditraten, die schwanken hier immer so ein bisschen. Also das ist ja nicht wie in Deutschland, dass du da einfach unterschreibst für die nächsten 20 Jahre, zahlst du Summe XY. Hier sind die Kreditraten, die Prozente variabel. Das heißt, ich muss da auch ganz klar sagen, wo wir die Wohnung gekauft haben, hatten wir eine Kreditrate von ca. 1000 Zlote. Dann sind die auf sogar über 2000 Zlote angestiegen. Ja, und jetzt gehen die Kreditprozente langsam wieder runter und deswegen haben wir derzeit monatlich eine Rate von 1703 Zlote und 7 Grosche und das kann sich alle 6 Monate ändern. Dann haben wir auch noch Czynsz. Czynsz sind meiner Meinung nach Nebenkosten. Hier gab es auch schon die ein oder andere Diskussion, dass die Polen selber sagen, Czynsz ist Miete. Wenn ich das jetzt mit dem deutschen System vergleichen würde, sind das Nebenkosten, denn in den Czynsz-Kosten sind zum Beispiel sowas wie Müllabfuhr drin, ist Wasser mit drin, ist zum Beispiel auch, ich weiß nicht, Flurreinigung mit drin und halt diese ganzen Nebenkosten eigentlich, was in Deutschland Nebenkosten sind. In Polen sagen die dazu Miete, weil das an die Wohnungsgesellschaft geht, was eigentlich auch nicht so die Wohnungsgesellschaft ist, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Hier in Polen sagt man Spółdzielnia, in Deutschland wäre das im Prinzip sowas wie eine Wohnungsgesellschaft. Und da habe ich Czynsz-Kosten von 1090 Zlote, das heißt nur die Kreditrate und Czynsz würde mich 2793 Zlote kosten. Also wenn ihr mieten würdet, könntet ihr vielleicht günstiger davon kommen, muss aber nicht sein, aber so ungefähr, das ist jetzt der ähnliche Preis, jetzt auch wenn ihr jetzt zum Beispiel mieten würdet. Natürlich kommen jetzt ja auch noch Gaskosten dazu. Wir zahlen alle 2 Monate 110 Zlote und 33 Grosche. Auf den Monat wäre das dann 55 Zlote und 16 Grosche. Genau das gleiche mit Strom. Da zahlen wir 167 Zlote und 83 Grosche alle 2 Monate. Das auf einen Monat runtergerechnet wären 83 Zlote und 91 Grosche. Und dann hatten wir auch noch im Oktober eine Wassernachzahlung. Wir mussten ein bisschen Wasser nachzahlen. Irgendwie ist das komisch, dass wir in letzter Zeit eigentlich immer nur nachzahlen müssen. Egal, ob es jetzt Strom ist oder Gas oder Wasser. Irgendwie seit ungefähr 2 Jahren müssen wir jedes Mal, wenn die Rechnung kommt, immer wieder nachzahlen. Und somit hatten wir jetzt auch eine Wassernachzahlung, wo wir 226 Zlote und 55 Grosche zahlen mussten. Also kommen wir hier auf gesamte monatliche Kosten nur für den Monat Oktober, nur für die Wohnung, dass wir hier leben können, auf 3158 Zlote und 81 Grosche. Hier, das habe ich auch noch gerade vergessen zu sagen, in den Czynsz-Kosten, das heißt in den 1090 Zlote ist auch schon das Internet mit beigerechnet. Internet kostet ungefähr, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube so ungefähr 150 Zlote, aber das ist auch alles mit im Preis inbegriffen. So, ich denke, das waren auch, glaube ich, alle Kosten soweit, die ich habe. Fassen wir mal einfach mal ganz kurz zusammen. Das heißt, Wohnung mit Lebensmittel, Sonderkosten und der Krabbelgruppenplatz für die Tochter, alles zusammen haben wir dann im Monat Oktober
8.591 Zloty und 52 Groschen bezahlt, was jetzt auf den Euro umgerechnet circa 1.998 Euro sind. Also da könnt ihr jetzt mal selber entscheiden, ob das für euch günstig oder nicht günstig ist. Ihr könnt mir auch mal sehr gerne in den Kommentaren hinterlassen. Natürlich müsst ihr das nicht, aber was eure monatlichen Kosten so ungefähr sind. Ihr könnt mir dann vielleicht auch noch die Stadt dazu schreiben, dann hat man auch so einen besseren Überblick eventuell, wie dort die Kosten sind. Aber das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren und auch würde mich interessieren, ob diese knappen 2000 Euro für euch wenig oder viel sind. An dieser Stelle kann ich auch noch sagen, dass das ungefähr auch wirklich monatlich unsere Kosten sind. Klar, manchmal ist das ein bisschen mehr, manchmal ist das auch ein bisschen weniger. Das kommt immer so ganz darauf an. Aber wir haben eigentlich immer so ungefähre monatliche Kosten von, ja, ich sage jetzt mal 7.500, 8.500 Zloty. Das ist unser ganz normaler Lebensstandard. Um vielleicht hier auch noch mal ein paar Worte zu unserem Lebensstil zu nennen. Das ist jetzt nicht so, dass wir hier wirklich verschwenderisch mit dem Geld umgehen, aber jetzt auch nicht besonders sparsam. Wir sind einfach so eine Familie, die lebt, ich sage jetzt mal ganz normal. Hin und wieder gehen wir mal ins Restaurant, dann geben wir auch mal ein bisschen mehr aus. Mal sparen wir auch, dann gucken wir, okay, das brauchen wir jetzt nicht, dann kaufen wir das auch nicht. Aber ich würde jetzt sagen, wenn es jetzt zum Beispiel um Lebensmittel und Essen geht, ist das jetzt nicht so, dass wir wirklich stark sparen. Wir gucken dann schon wirklich mehr auf die Qualität und dann sind uns da diese 2-3 Zloty jetzt auch nicht zu schade. Ja, ich denke, mehr kann ich dazu jetzt eigentlich auch gar nicht sagen. Falls ihr noch irgendetwas wissen wollt, falls euch noch irgendetwas interessieren sollte, könnt ihr es mir auch sehr gerne in den Kommentaren hinterlassen oder mich auch auf Instagram anschreiben. Mein Instagram-Name sollte eigentlich hier oben irgendwo aufgeleuchtet sein. Dann könnt ihr mir auch folgen. Da packe ich auch mal hin und wieder ein paar private Eindrücke von mir rein. Ansonsten danke ich dir wirklich, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Damit unterstützt du mich und meine Arbeit wirklich sehr. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!